Einen wunderschönen guten Morgen aus meiner unaufgeräumten Garage. Ich fahre heute zum Cars & Coffee nach Köln. Ich glaube sogar das erste in Köln. Ja, heute fällt die Qual der Wahl. Aber natürlich werde ich mit dem GT3 fahren. Jetzt einmal hier schon mal GT3 gepackt und ja, ein bisschen dunkel. Ich packe ja immer alles gern schön so hinter den Sitz in den Käfig rein. Ja, so geht's auch. Hauptsache es passt. Und ja, ich weiß noch gar nicht, was mich da heute so erwartet, weil wie gesagt, das ist das erste Mal, dass ich jetzt beim Cars & Coffee in Köln bin. Ich weiß nur, dass unsere Freunde auch wieder da sein werden und ich werde jetzt erstmal ein bisschen Spaß auf der Autobahn haben. Denn heute ist Sonntag und sonntags sind die Autobahnen meistens immer schön frei. Und ja, dann seht ihr gleich, was beim Cars & Coffee Köln so passiert. Übrigens, guck mal, was ich für ein Streber bin. Start Nummer 1 beim Cars & Coffee Köln. Ja, los geht's. Wer auch immer das ist. Das war Micha und Irina. Ach so. Das ist der neue GT3 übrigens. Ah. Noch einer. Der sieht nicht schlecht aus im Mut. Hi. Hi. Einfach weiterfahren? Ja. Ach so, danke. Danke. So, ich bin jetzt in Köln angekommen am Mediapark, wurde auch gerade schon direkt geblitzt, aber ja gut, die Polizei weiß halt, dass hier die Sportwagen heute unterwegs sind. Die Chance nutzen die natürlich, aber sieht schon sehr interessant hier aus. Wir sind voll die Streber mit unserer Nummer, ne? Ich wollte mal sagen, du bist das richtig. Wir fahren einfach mal hinterher, dauert jetzt einen Moment mit der Einweisung hier vorne. Kein Problem, danke. Guten Tag. Guten Tag. Haben Sie ein Kärtchen? Ja, Sie haben eins. Ich überlege gerade, wir machen da hinten noch eine zweite Reihe auf. Willst du mit denen da stehen oder willst du... Mir ist das eigentlich Latte, wo ich stehe. Dann ist die Latte, dann fahr einfach nach. So, angekommen am Mediapark und ich fühle mich hier wie am Strand, denn es ist sehr windig, aber trotzdem warm. Und die Location ist echt geil, wenn ihr mal guckt. Ja, hier stehen vor dem Brunnen die ganzen Porsche geparkt, na, ein Mercedes. Und ja, was ich gerade schon gespottet habe, ist da hinten, wenn wir mal gucken, steht ein 901.2 GT3 in Kaminrot vorne. Die Farbe finde ich echt sehr cool. So, einmal der 27S. Mir gefällt die Farbe sehr, sehr gut und ich bin schon fast am Überlegen, was haltet ihr von dieser Farbe am GT3? Es ist ja so ein, ich weiß gar nicht, wie die Farbe heißt. Auf jeden Fall finde ich die echt gut. Und ich war ja am Überlegen, wenn man den GT3 umfoliert, soll jetzt was komplett Neues oder soll es schon noch so orange bleiben? Weil orange ist ja auch irgendwo so mein Markenzeichen, was mir auch immer wieder viele sagen. Aber wenn man ein Auto neu foliert, dann will man ja auch eigentlich ein neues Auto haben und nicht wieder dieselbe Folie drauf. Und deswegen, das wäre ein Kompromiss. Also diese Farbe halt eben ist zwar schon noch orange, aber sieht eben anders aus. Ne?
Besitzer vom Kind gefunden. Ja, so langsam ist jetzt hier auch wieder Aufbruchstimmung. Kasse-Coffee macht ja immer wieder Spaß. Kaffee habe ich jetzt auch getrunken. Jetzt kommt die Cars dran. Jetzt wird wieder, ja, jetzt fahren wir wieder zurück und ich guck noch mal kurz hier rum, was hier so rumsteht. Ist auf jeden Fall sehr schön gemacht hier mit dieser ganzen Location, mit dem Springbrunnen und ja. Erstes Mal in Köln, haben die ziemlich gut hinbekommen. Ich werde jetzt noch ein bisschen Spaß wieder auf der Autobahn haben und dann gucke ich, was sonst noch so los ist. Es ist ja gutes Wetter und das sollte man auch ein bisschen ausnutzen, oder? So. Ab geht's wieder nach Hause. Wir sind immer die Letzten auf der Party hier. Tschö. Tschüss. Danke. Ciao. Kannst da vorne mal gucken, da vorne stehen Blitzer oder so. Ja, ich wurde heute schon geblitzt. Alles klar. Danke. Aber ich weiß nicht, ob die da Blitzer oder irgendwie sowas. Ja. Ja, ich fahre so, wie es erlaubt ist dann. Danke dir, ciao. Tschüss. Tschö. Also es ist ja immer wieder schön, auf diese Events zu fahren und ja, man trifft seine Freunde, die man dann halt auch immer auf diesen Sportwagen-Events trifft, dann wieder. Aber was ich ja mal sagen muss, ne? Man fährt dann auf so ein Treffen und bei so einem Wetter wie heute hat man dann auch das Fenster runter und dann steht da halt eine Menschenmenge und man hört wirklich, was jede einzelne Person sagt. Aber die Leute wissen das, glaube ich, nicht. Also die Leute, manche sehen eine Frau am Steuer und fangen dann an zu lästern und ich höre das aber alles. Also wenn ihr neben meinem Auto steht und irgendwas sagt, dann höre ich, was ihr sagt. Denn im Auto hört man halt irgendwie. Ich finde es ja auch schön, manchmal höre ich auch ganz viele positive Sachen. Dann sagen die Leute, oh, schönes Auto oder wow, eine Frau am Steuer. Das ist halt auch angenehm, dann sowas zu hören. Ja, ich wurde ja gerade geblitzt, aber nur Gott sei Dank 10 km/h zu viel. Und das kann ich noch verkraften. Ja, das hier ist gerade die Zoobrücke. Da stehen ja 1 Million Blitzer. Ich finde es auch ganz schön krank, wie sich die Leute in diese Gondeln da vorne trauen, oder? Also, ich Ja. würde mich da nicht reintrauen. Ach, das ist doch nix. Ja, Müssen wir in der Schweiz oder in Österreich in so eine Gondel dann oben auf dem Berg fahren. Im Leben nicht. Den blauen BMW da vorne kenne ich aber. Reinguck mir, das ist... Heute mal undercover unterwegs, Niklas und Frauke. Sonst auch im weißen GT3. Haben vielleicht schon ein paar meiner anderen Videos gesehen. Aber heute sind sie mal undercover zum Kasse-Coffee gefahren. Ja, die kommen ja aus unserer Ecke. Olpe und Siegen. Ja. Deswegen haben wir auch immer den gleichen Heimweg. Das ist auch immer ganz schön, wenn man dann so jemanden hat, wenn man dann so auf die Treffen halt hier fährt, Köln oder Düsseldorf, und dann fährt man immer den gleichen Weg nach Hause. Man kann auch so ein bisschen Spaß haben. Das ist immer ganz lustig. Gleich erstmal noch das Auto sauber machen. Hier die ganzen Fliegen und der Dreck und so. Ja. Ich kann eigentlich schon nicht mehr hier durch die Scheibe gucken. Ich denke die ganze Zeit, meine Brille ist dreckig, aber es ist echt die Scheibe. Es ist mir auch mittlerweile echt peinlich. Also egal, wo ich hinkomme, ich habe immer das dreckigste Auto. Aber ich fahre ja auch damit, ne? Und es macht ja auch keinen Sinn, den vorher noch zu waschen und dann 100 Kilometer nach Köln zu fahren. Dann sieht er wieder genauso aus. Und wo kann man in Köln sonntags sein Auto waschen? Kann mir das bitte jemand sagen? Ich weiß es nicht. Also ich habe gestern im Internet geguckt. Keine Chance. Ja, es ist ja ich glaube, deutschlandweit verboten. Ja, bei uns haben ja schon mal sonntags so ein paar Waschboxen auf. Ja, stimmt. Aber Also im Kreis Olpe gibt es auf jeden Fall, und Siegen glaube ich auch, gibt es auf jeden Fall ja, Waschboxen, die aufhaben. wie man vielleicht hier sehen kann, ist das Ganze
Auto auch schon voll mit Plaketten beklebt. Und ich finde das aber ganz cool. Ich will das gar nicht abmachen, weil man ja eben sehen kann, dass das Auto auch gefahren wird. Also die eine Plakette ist von der Schweiz, die andere ist von Österreich und die dritte, die ist aber abgelaufen, das war glaube ich nur eine 3-Tages-Plakette, die ist aus Slowenien. Lasse ich aber trotzdem dieses Jahr noch dran. Ich fahre zwar eh nicht mehr nach Slowenien und wie gesagt, die macht mir auch bringt mir auch nichts mehr, aber dieses Plakettensammeln macht echt Spaß. Und da werde ich auch immer wieder drauf angesprochen und immer wieder sagen die Leute, ey cool, hier die ganzen Plaketten am Auto und so. Ja, hat ja nicht umsonst jetzt schon 52.000 Kilometer auf der Uhr. Gibt es in Frankreich eigentlich auch eine Plakette? Nee, ich glaube in Frankreich muss man nur eine Maut bezahlen, wie in Italien. Ich bin mir aber nicht ganz sicher. Ja, in Slowenien mussten wir auch Maut bezahlen. Ja, in Und Slowenien, Österreich sogar auch. ja, in Österreich und Slowenien gibt es Straßen, man zahlt zwar, man bezahlt für die Plakette, aber trotzdem muss man zusätzlich nochmal für vereinzelte privatisierte Straßen nochmal eine Maut bezahlen. Wie das da funktioniert, ich habe keine Ahnung. Fakt ist, man muss bezahlen. Ja. Man kommt nicht drum herum. Ich hatte mal übrigens überlegt, da ich ja jetzt den GTI noch zusätzlich habe, dass wir mal nächste Woche mit 2 Autos zum Nürburgring fahren. GTI und Porsche. Und mit dem GTI würde ich sogar mal über den Ring fahren. Eventuell. Ich weiß nicht, ob ich mich das mit den Reifen, die da jetzt drauf sind, mit den Allwetterreifen so traue. Das sind ja nicht unbedingt gerade so die Reifen für einen Ring, aber ja, so just for fun, man muss ja nicht rasen. Mit dem Porsche ist mir das dann doch trotzdem zu gefährlich, weil wenn was passiert, ist immer so eine Sache mit der Versicherung. Ja? Das heißt, wenn was passiert, dann trägt da keine Versicherung was für. Und deswegen fahre ich auch mit dem GT3 nicht über den Ring, weil da ja schon viele nachgefragt haben. Es wird mal Zeit für einen Versicherungswechsel, glaube ich. Ja, aber wie gesagt, mit dem GTI Club Sport werde ich das auf jeden Fall mal machen. Und ein paar unserer Freunde auch. Da machen wir mal so einen Ringtag und natürlich mache ich darüber auch wieder ein Video. So viel zu meinem Sonntag und ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wenn ja, dann lasst einen Daumen nach oben da und vergesst nicht, meinen Channel zu abonnieren. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Danke fürs Zusehen. Hallo Milo.